US-Wahlen und Reaktionen bei Anleihen und bei Aktien ist unser heutiges Thema. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate von Raiffeisen Capital Management. Werfen wir zuallererst einen Blick auf die Renditeentwicklung der US-Staatsanleihen. Die sind, wie ihr in der Grafik zur Linken erkennen könnt, in den letzten Tagen kräftig gestiegen. Ein Faktor waren auf der einen Seite gute Konjunkturzahlen und ein anderer die aktuelle Aufholjagd Trumps als Kandidat für die Wahl. Ebenso hat sich der Dollar bewegt. Das ist die grüne Linie. Die US-Währung hat aufgewertet oder im Jargon würde man sagen, ist fester gegangen. Grund dafür sind die höheren Renditen und weniger Leitzinssenkungen, um nur 2 Punkte zu nennen. Was hat das jetzt mit der Wahl zu tun, die in knapp 2 Wochen ansteht? Der Ausgangspunkt für die Überlegungen ist die gestiegene Chance für Trump als Präsident aus den Wahlen hervorzugehen. In der ersten Grafik seht ihr die landesweiten Umfragen und die Zustimmung zum jeweiligen Kandidaten. Daraus geht klar hervor, Trump ist am Aufholen. Die zweite Grafik zeigt die Quote der Wettbüros. In unserem Fall, wenn man 60 US-Dollar auf Donald Trump wettet, bekommt man 100 ausbezahlt, wenn er tatsächlich gewinnt. Die Grafik darunter zeigt, dass die Quoten bei allen Anbietern ähnlich sind. Und natürlich gibt es auch für jeden Bundesstaat Quoten. Das ist die nächste Grafik. Diesmal habe ich nur die Quote für Trump in den 7 Swing States mitgebracht. Jeder Staat zeigt eine steigende Tendenz für Trump. Wenn man dann die Daten auf die erwartete Politik umlegt, wird das mit folgenden Punkten verknüpft. Zum einen steigende Inflation. Diese wird zum Teil durch höhere Zölle hervorgerufen. Zur Bekämpfung der Inflation sind steigende Leitzinsen ein klassisches Mittel, also ein höheres Zinsniveau. Und als dritter Punkt ist die erwartete steigende Verschuldung anzuführen, wodurch langfristig Renditen steigen. Das war in den letzten Tagen ein Teil der Marktdiskussion und eine Erklärung für die gestiegenen US-Renditen. Wird die nächste FED-Sitzung, die 2 Tage nach der Wahl ist, vom Ereignis beeinflusst? Nein, denn die Notenbank agiert unabhängig. Außerdem ist die Angelobung des nächsten Präsidenten traditionell erst am 20. Jänner. Und ab da ist er dann im Amt. Welche Auswirkungen hat Trump auf die Aktienmärkte? Seine Politik bleibt mit America First wie vor 8 Jahren. Jedoch hat sich das Umfeld verändert. Zum Beispiel keine Nullzinspolitik mehr und auch höhere Inflationsraten. Nach wie vor profitieren würden die Sektoren, die wie Energie oder Finanzen, durch lockerere Regelungen. Wo wird es schwierig? 20% auf Zölle von chinesischen Importen erscheint hier fix. Das betrifft die kleineren und mittleren Unternehmen, besonders aber auch zum Beispiel Apple, die ja nach wie vor in China produzieren und die dementsprechend Importe zu versteuern haben. Und auch andere Technologiekonzerne, die ihr Know-how nicht mehr nach China verkaufen dürfen, zum Beispiel Chip-Produzenten. Die chinesische Wirtschaft wird durch fehlende Technologieimporte einige Zeit zu kämpfen haben und damit wahrscheinlich auch die Emerging Markets belasten. China strahlt auch auf den europäischen Automobil- und Luxusgütersektor aus und ist damit auch eine Belastung. Andererseits, wenn Trump seine Aussagen wahrmacht, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu stoppen, bedeutet das wiederum für Europa eine massive Stimmungsverbesserung und Sonderkonjunktur durch den Aufbau der Ukraine. Die nächsten 2 Wochen bleiben spannend. Mir bleibt an dieser Stelle, euch eine erfolgreiche Woche zu wünschen. Gesund bleiben, euer Larry.